Die Sonne über dem Addo Elephant National Park in Südafrika erhob sich wie ein glühender Feuerball am Horizont. Es war einer jener Tage, an denen die Hitze bereits in den frühen Morgenstunden wie ein schwerer Schleier über dem Buschland lag. Der Addo-Park, bekannt für seine dichte Vegetation und seine beeindruckenden Elefantenherden, erwachte zum Leben. Inmitten dieser wilden Pracht begann ein kleiner Elefantenbulle seinen Tag, völlig ahnungslos, dass dies der prüfendste Tag seines noch jungen Lebens werden sollte. Die Herde, angeführt von einer erfahrenen Matriarchin, bewegte sich gemächlich durch das dichte Unterholz. Das rhythmische Knacken von Zweigen und das sanfte Grollen der Kommunikation unter den Tieren erfüllten die Luft. Der kleine Elefant, kaum ein Jahr alt, trottete verspielt zwischen den massiven Beinen seiner Mutter und Tanten umher. Für ihn war die Welt ein einziger großer Spielplatz. Er riss hier an einem Grasbüschel, stieß dort gegen einen kleinen Baum und genoss die Geborgenheit der Gemeinschaft. Nach stundenlangem Wandern unter der unbarmherzigen Sonne Afrikas spürten die Tiere den Durst. Die Leitkuh hob ihren Rüssel, prüfte den Wind und steuerte zielstrebig auf eines der natürlichen Wasserlöcher zu. Diese Wasserlöcher sind die Lebensadern des Parks, aber sie bergen auch Gefahren, die für ein ungestümes Jungtier tödlich sein können. Als das glitzernde Wasser in Sichtweite kam, gab es für das jüngste Mitglied der Herde kein Halten mehr. Das Planschen im kühlen Nass war für ihn das absolute Highlight eines jeden Tages. Es war nicht nur ein Spiel, es war die notwendige Erlösung von der brennenden Hitze, die auf seiner empfindlichen Haut lastete. Mit aufgeregtem Trompeten lief er voraus, während die erwachsenen Tiere vorsichtiger am Rand stehen blieben, um zu trinken. Das Wasserloch war von einer dicken Schicht aus schlammigem Lehm umgeben. Was oberflächlich nur wie feuchte Erde aussah, war in Wahrheit eine tückische Falle aus zähem, klebrigem Morast. Der kleine Elefant stürzte sich voller Begeisterung in eine flache Bucht, die besonders einladend wirkte. Er wirbelte den Staub auf, bespritzte sich mit dem trüben Wasser und rutschte vor Vergnügen hin und her. Doch plötzlich änderte sich die Atmosphäre. Als der Kleine versuchen wollte, wieder aufzustehen, merkten seine Beine keinen Widerstand. Der Untergrund gab nach. Mit jedem Versuch, sich abzustützen, sanken seine Beine tiefer in den weichen Boden. Der Schlamm wirkte wie ein hungriges Wesen, das ihn mit unsichtbaren Händen festhielt. Aus dem freudigen Quietschen wurde schnell ein panisches Quieken. Der Ernst der Lage wurde schlagartig klar. Er war im schlammigen Uferbereich stecken geblieben. Zunächst bemerkte die Herde das Drama nicht in vollem Umfang. Die älteren Tiere waren damit beschäftigt, ihren Durst zu stillen und sich gegenseitig mit Wasser zu bespritzen. Erst als die Matriarchin das Signal zum Aufbruch gab und der Kleine nicht folgte, hielten sie inne. Ein tiefes, besorgtes Grollen ging durch die Gruppe. Wie es für Elefanten typisch ist, Wesen, die für ihre immense soziale Intelligenz und Empathie bekannt sind, eilten sie sofort zu dem Unglücksort. Sie bildeten einen engen Kreis um das feststeckende Kalb. Seine Mutter versuchte verzweifelt, ihn mit ihrem kräftigen Rüssel unter dem Bauch zu greifen und nach oben zu ziehen. Zwei andere Tanten schoben mit ihren Stoßzähnen vorsichtig gegen seine Flanken. Doch der Boden war zu glatt. Die schweren Füße der erwachsenen Elefanten übten einen enormen Druck aus, der den Schlamm um das Jungtier herum nur noch weiter verdichtete. Stunden vergingen. Die Sonne stand nun im Zenit und brannte unerbittlich auf die Rücken der Tiere herab. Die Anstrengung war allen anzusehen. Der kleine Elefant war mittlerweile bis zum Bauch im Morast versunken. Er war erschöpft, seine Bewegungen wurden langsamer und seine Augen spiegelten reine Todesangst wider. Die Herde rief nun lautstark um Hilfe.
Ihre tiefen Infraschalllaute und die gellenden Trompetensignale hallten kilometerweit durch den Park. Es war ein verzweifeltes Orchester der Wildnis, ein Hilferuf an niemanden und jeden zugleich. In einiger Entfernung befand sich eine Gruppe von Besuchern auf einer Safari. Sie hörten das ungewöhnlich laute Brüllen der Elefanten. Zuerst hielten sie es für eine normale Interaktion zwischen rivalisierenden Bullen oder ein Paarungsritual. Doch die Intensität und die Dauer der Schreie ließen sie stutzig werden. Sie ahnten nicht, dass sich nur wenige Kilometer entfernt eine Tragödie abspielte. Die Situation spitzte sich zu, als plötzlich ein Motorengeräusch die Stille durchschnitt. Ein schwerer Geländewagen, ein Jeep der Park Ranger, raste über die staubigen Pisten. Die Ranger hatten über Funk Meldung von den ungewöhnlichen Tieransammlungen am Wasserloch erhalten. Für die Elefantenherde war der herannahende Jeep jedoch keine Rettung, sondern eine potenzielle Bedrohung. In ihrer Logik war das Jungtier bereits in einer verletzlichen Lage, und nun näherten sich metallische Ungetüme mit lauten Geräuschen. Instinktiv bildeten die starken Kühe eine Verteidigungsmauer. Sie stellten die Ohren auf, wirbelten Staub auf und machten Drohgebärden in Richtung des Fahrzeugs. Sie waren bereit, ihr wertvollstes Mitglied bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. An Bord des Jeeps saß Hendrik, ein erfahrener Ranger, der seit über 20 Jahren im Addo-Park arbeitete. Er erkannte die Situation sofort. »Er steckt fest«, rief er seinen Kollegen zu, »aber die Herde lässt uns nicht ran. Wenn wir nicht schnell handeln, wird er unter der Hitze oder dem Stress kollabieren.« Es begann ein psychologisches Duell zwischen Mensch und Tier. Die Ranger versuchten, den Jeep vorsichtig näher zu bewegen, in der Hoffnung, die Elefanten wegzudrängen. Sie ließen den Motor aufheulen und riefen laut. Doch die Leitkuh Ascha wich keinen Zentimeter zurück. Sie war eine beeindruckende Erscheinung. Ihre Stoßzähne glänzten im Sonnenlicht und ihr Blick war entschlossen. Die Zeit arbeitete gegen alle Beteiligten. Die jüngeren Elefanten der Herde, die weniger Erfahrung mit Stresssituationen hatten, begannen unruhig zu werden. Sie liefen nervös hin und her und brachten die Stabilität der Gruppe in Gefahr. Die Matriarchin stand vor einer unmöglichen Wahl. Sollte sie die gesamte Herde dem Risiko eines Konflikts mit den Menschen aussetzen und die Erschöpfung aller riskieren, oder sollte sie das Unvermeidliche akzeptieren? Nach einem weiteren verzweifelten Rettungsversuch durch die Herde, der kläglich scheiterte, gab die Matriarchin ein kurzes, tiefes Signal. Es war ein herzzerreißender Moment. Die Elefanten wandten sich langsam ab. Sie hatten sich entschieden, das Kalb zurückzulassen, um den Rest der Familie in Sicherheit zu bringen. In den Augen des kleinen Elefanten musste dies wie der ultimative Verrat wirken. Er war nun ganz allein, gefangen in einem Grab aus Schlamm, während seine Familie im Dickicht verschwand. Nun war die Bühne frei für die Ranger. Doch die Aufgabe war alles andere als einfach. Der Schlamm war so zäh wie Beton. Hendrik und sein Team sprangen aus dem Wagen, bewaffnet mit Schaufeln, Seilen und einer großen Portion Mut. »Wir müssen den Unterdruck brechen«, kommandierte Hendrik. Sie begannen, den Schlamm direkt hinter den Hinterbeinen des Kalbes wegzuschaufeln. Es war Schwerstarbeit. Die Hitze war mörderisch. Und der Geruch von abgestandenem Wasser und Elefantenschweiß lag in der Luft. Der kleine Elefant verstand nicht, dass diese Menschen ihm helfen wollten. Er schnappte mit seinem Rüssel nach ihnen und versuchte, sie zu rammen, wann immer sie ihm zu nahe kamen. »Ganz ruhig, Kleiner. Wir haben dich gleich«, murmelte einer der Ranger, während er vorsichtig eine Rinne grub, damit das Wasser abfließen konnte. Nach fast 2 Stunden harter körperlicher Arbeit hatten sie eine kleine Gasse geschaffen. Mit vereinten Kräften
und unter Zuhilfenahme des Jeeps, an dem sie ein weiches Bergeseil befestigten, das vorsichtig um den Körper des Tieres gelegt wurde, begannen sie zu ziehen. Es war ein Zentimeterkrimi. Schließlich, mit einem lauten, saugenden Geräusch, löste sich der Körper des Kalbes aus der Umklammerung des Bodens. Der kleine Elefant stolperte auf festen Boden. Er war frei. Obwohl der Elefant nun frei vom Schlamm war, war die Gefahr noch nicht gebannt. Er war völlig erschöpft, dehydriert und traumatisiert. Die Ranger wussten, dass ein einsames Elefantenkalb in der Savanne keine Überlebenschance hat. Raubtiere wie Löwen oder Hyänen würden die Nacht nicht verstreichen lassen, ohne zuzuschlagen. Um das Tier zu untersuchen und zu verhindern, dass es in seiner Panik wegläuft, bevor die Herde gefunden war, mussten sie ihn vorübergehend sichern. Der Kleine wehrte sich nach Kräften, doch er war zu schwach. Nachdem er gesichert war, begann der wichtigste Teil der ersten Hilfe: Wasser. Ein Ranger brachte einen großen Kanister mit frischem, kühlem Wasser. Zuerst wich das Kalb zurück, doch der Durst war stärker als die Angst. Es senkte seinen Rüssel in den Behälter und trank gierig. Liter um Liter flossen in seinen ausgemergelten Körper. Dann geschah etwas Erstaunliches. Das Misstrauen wich einer Form von Akzeptanz. Der Elefant begann, sich das Wasser selbst über den Rücken zu sprühen, um den getrockneten Schlamm abzuwaschen. Er wirkte sichtlich erleichtert. Hendrik konnte sich nun vorsichtig nähern. Er untersuchte die Beine des Tieres auf Brüche oder tiefe Schnittwunden. Abgesehen von einigen Schürfwunden und einer starken Erschöpfung schien der junge Bulle unversehrt zu sein. »Du bist ein Kämpfer«, sagte Hendrik leise. Die Sonne begann bereits zu sinken und tauchte die Landschaft in ein tiefes Orange. Die Ranger hielten Ausschau nach der Herde. Doch der dichte Busch von Addo machte es schwierig. Sie wussten, dass die Elefanten nicht weit sein konnten. Plötzlich hob das Kalb den Kopf. Seine großen Ohren fächerten weit auf. Er hatte etwas gehört, was das menschliche Ohr nicht wahrnehmen konnte. Wenige Sekunden später hörten auch die Ranger es. Ein fernes Trompeten. Es kam aus der Richtung des Dickichts, das an das Wasserloch grenzte. Die Herde war zurückgekehrt. Sie waren nicht weggelaufen. Sie hatten nur gewartet, bis die Luft rein war. Die Ranger handelten schnell. Sie lösten die Sicherungen und zogen sich sofort in ihren Jeep zurück, um einen sicheren Abstand zu gewinnen. Sie wollten den Moment der Wiedervereinigung nicht durch ihre Anwesenheit stören oder gar eine erneute Attacke provozieren. Was sich dann abspielte, war einer jener Momente, die selbst abgebrühten Rangern die Tränen in die Augen treiben. Der kleine Elefant rannte, so schnell seine zittrigen Beine ihn trugen, auf die Bäume zu. Aus dem Schatten der Akazien traten die massiven Gestalten seiner Familie hervor. Die Matriarchin Ascha lief ihm entgegen, gefolgt von seiner Mutter. Als sie sich trafen, gab es ein ohrenbetäubendes Spektakel aus Trompeten, Grollen und Quietschen. Die Elefanten umschlangen sich gegenseitig mit ihren Rüsseln, berührten das Kalb überall an seinem Körper, um sicherzugehen, dass es wirklich unversehrt war. Es war eine regelrechte Feier der Liebe und des Zusammenhalts. Die Ranger beobachteten die Szene durch ihre Ferngläser. Sie sahen, wie die Herde das Kalb in ihre Mitte nahm und langsam im dichten Wald verschwand. Die Natur hatte ihren Lauf genommen und dank des Eingreifens der Menschen hatte eine Tragödie ein glückliches Ende gefunden. Dieser Tag im Addo-Park blieb allen Beteiligten noch lange im Gedächtnis. Er erinnerte daran, wie zerbrechlich das Leben in der Wildnis ist und wie wichtig der Schutz dieser majestätischen Tiere ist. Die Ranger kehrten in ihr Lager zurück, müde und schmutzig, aber mit dem Wissen, dass sie heute einen Unterschied gemacht hatten.
Der kleine Elefant würde vielleicht eines Tages selbst ein großer Bulle sein, der seine eigene Herde durch die Gefahren der Savanne führt. Und vielleicht, nur vielleicht, würde er sich dunkel an den Tag erinnern, an dem die seltsamen Wesen in dem lauten Jeep ihm nicht den Tod, sondern das Leben schenkten. Die Geschichte endet hier, doch das Leben im Addo-Park geht weiter. Ein ewiger Kreislauf aus Kampf, Überleben und der unzerbrechlichen Bindung der Familie.